Thema Anstoß. Anstoß optimieren. Ganz egal, ob Einfachzunge, Doppelzunge oder Dreifachzunge, also insgesamt mehrfacher Zungenanstoß. Achte mal drauf, dass dein Ansatz stabil bleibt. Ansatz stabil heißt, du hast zum Beispiel eine gewisse Stellung deines Ansatzes, zum Beispiel bei dem Ton C2. Und das bleibt stabil, während du anstößt. Ganz egal, ob Einfachzunge wie gerade eben oder eben doppelter oder mehrfacher Zungenanstoß. Jetzt geht es natürlich nicht immer nur auf einem Ton voran, sondern wir haben natürlich auch nach unten bzw. Aufwärtsbewegungen. Und auch hier ist es wichtig, dass der Ansatz stabil bleibt. Das heißt, es wird nicht unmäßig locker, du spannst aber auch nicht unmäßig nach, sondern hier immer dran denken, in der Spur zu bleiben. Jetzt haben wir natürlich mit einer Quinte ein relativ kleines Intervall. Es kann natürlich auch wesentlich größer gehen, Oktaven oder drüber hinaus. Aber der Einstieg zum Training ist immer, dass du dir stabile Punkte suchst, wie zum Beispiel der Ansatz, der Luftstrom, die gleichbleibende Zungenbewegung zum Beispiel. Und wenn du solche Punkte beachtest, wirst du bemerken, dass dein Anstoß auf der Trompete besser wird. Achte auch auf deinen Klang. Ist der Ton direkt da oder hat man immer so ein kleines Nebengeräusch, bevor der Anstoß kommt? Also dieses typische Pfad, 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 Pfad. Auch darauf achten, dass eben alles stabil ist. Und hier auch ganz wichtig, nicht zu laut, also nicht im Pforte schmettern, auch nicht zu leise, sondern ganz im Gegenteil, such dir eine gesunde mittlere Lautstärke, Mezzo Forte auf Forte. Und dann lass die Luft fließen. Ja, da, 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 dam, da, 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 dam, da, da, dam, was auch immer. Nicht zu extrem. Jawohl, und so kannst du Schritt für Schritt tagtäglich, auch erst im Langsam und dann das Tempo anziehen, deinen Anstoß optimieren. Auch unterschiedlichste Literatur, deine Trompetenschulen haben bestimmt auch überall Anstoßübungen, Etüden mit aufgeführt. Und diese dann immer langsam versuchen zu spielen und dann allmählich das Tempo steigern. Achte aber immer auf die Punkte, wie gerade eben schon genannt, und natürlich auch auf deinen Klang. Ist der stabil, dann kannst du das Tempo erhöhen. Achte hier auch wieder auf die Punkte. Du kannst nicht sagen, es ist langsam, hat es geklappt und im Schnellen klappt es dann sowieso, sondern jetzt kommt natürlich das Tempo hinzu. Die Gefahr wird größer, dass wir aus der Kurve fliegen, was auch immer. Und dementsprechend auch wieder die einzelnen Punkte abarbeiten, bedenken, gut hinhören, hineinfühlen. Ist er stabil oder wackelt alles, bleiben Töne weg? Wo ist der Anstoßpunkt? Wie arbeitet die Zunge im mehrfachen Anstoß? Dicke, 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 dicke. Oder ist es Taka, Taka mit riesengroßen Bewegungen, Kieferbewegungen etc. verbunden? Achte hier immer auf Stabilität. Die einzelnen Punkte, das ist wichtig, damit wir eben Stein auf Stein unser Gebäude aufbauen können. Wenn es unten schon wackelt, wird es oben nicht stabil halten. Deswegen immer von unten anfangen, langsames Tempo, Anstoßpunkt, wie fließt die Luft, wie klingt's? Ist alles still oder bewegt sich hier kauend der Kiefer mit? Stößt du mit der Zunge an oder ist es immer dieses Beatboxen aus dem Hals, also dieser Stimmbandverschluss zum Anstoßen? Das sind so Punkte, die wir immer wieder durchgehen, um eben dann zu beschleunigen, zu optimieren, in den mehrfachen Zungenanstoß reingehen können und dementsprechend natürlich auch unsere Literatur dementsprechend auch üben können. Es wird dann eine Herausforderung werden, das ist ganz klar, aber wir sind so gut vorbereitet, dass wir dann dort ansetzen können und unsere Literatur eben üben können, damit wir sie dann gut spielen können. Und dabei drücke ich dir ganz fest die Daumen. Hast du Fragen, dann ab in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin, ciao, euer Nico.